Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ein Tag mit Travel Senior. Heute befinde ich mich im Bundesland Brandenburg und ich besuche für euch den Ort Rheinsberg. Zu Rheinsberg gehören 17 weitere Orte, von denen ich 2 mit euch besuchen werde. Gleich zu Beginn des Videos ein Tipp von mir. Am besten erkundigt man diesen Landstrich mit dem Boot, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Ihr werdet sehen, ihr werdet es nicht bereuen. Also, legen wir los. Ich freue mich auf euch. Als kleine Anmerkung sei gesagt, ich konnte in diesem schönen Park nicht alles aufsuchen. So zum Beispiel den ehemaligen Fortuna-Tempel, die Feldsteingrotte oder auch die Orangerie. Diese Parkanlage ist wirklich großzügig angelegt und wir besuchen jetzt einmal das Heckentheater, was das auch immer ist. Aber ich sehe schon, so schaut das hier aus. Hier überall in den Hecken versteckt kleine Nischen. Also das ist richtig liebevoll gemacht und gestaltet. Wobei wir sind von der Bühne gekommen. Das ist hier die Zuschauerseite und diese kleinen Nischen sind die Verstecke für die Schauspieler. Der spätere König Friedrich II. Zog 1736 mit seiner Frau, der Kronprinzessin Elisabeth Christine, in den südlichen Flügel des Schlosses. Hier gründete er auch die erste Freimaurerloge in Preußen. 4 Jahre später schenkte er es seinem jüngeren Bruder Heinrich, der 1752 mit seiner Frau Prinzessin Wilhelmine von Hessen-Kassel hier einzog und wohnte. Bereits zu Lebzeiten ließ Heinrich seine Grabstätte in Form einer abgebrochenen Pyramide im Garten errichten, in der er nach seinem Tod 1802 beigesetzt wurde. Die französische Inschrift verfasste Heinrich selbst. Dieses schöne Schloss liegt direkt am Grienericksee und diente auch als Vorbild für das bekannte Schloss Sanssouci. Genau an diesem Standort hier befand sich damals im Mittelalter eine Wasserburg. So war auch die Geschichte dieses schönen Schlosses sehr bewegt. Es geriet über die Jahrhunderte in die verschiedensten Besitztümer. So auch zum Beispiel an den späteren König Friedrich II., etwa um 1736. Bekannt wurde dieser schöne Bau literarisch auch durch Theodor Fontane. Auch Kurt Tucholsky hielt diesen Ort in einem Bilderbuch für Verliebte fest.
Dann später, bis 1945, gehörte Schloss und Gut dem Haus Hohenzollern. Zuletzt dem Kronprinzen Wilhelm von Preußen 1882 bis 1951. Heute ist dieser schöne Bau als Museum zu besichtigen und gehört mit der Gartenanlage der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg. Hier kann man viel Zeit verbringen. Das Gelände ist doch größer als erwartet. Ja, jetzt heißt es auf zum Obelisken durch diese weitläufige Parkanlage. Und dann möchte ich nochmal, wie ausgeschrieben, zur alten Meierei. Nun geht es vom Salon über die Querallee vorbei am ehemaligen Fortuna-Tempel, dem großen Damm folgend bis hin zum ehemaligen Bacchus-Tempel. Diesen Obelisken finden wir gleich gegenüber des Schlosses. Er soll ein Ehrenmal sein für wenig gewürdigte Offiziere, die sich während des Schlesischen Kriegs verdient gemacht hatten. Ja, ich musste mich eben gerade noch mal orientieren, noch mal auf der Karte gucken, wo es zur alten Meierei hingeht. Und wir haben auch noch die Katakombe. Da will ich auch noch mal hin
um euch das zeigen zu können, aber ich muss mich doch erstmal orientieren. Ja. Jetzt sind wir bei der alten Meierei. Also ich sehe nur Ruinen, aber das wird es sein. Wenn wir hier hochschreiten, ja. Also so wie schon dargestellt, ist es das. Und ich werfe mit euch nochmal einen Blick über diesen fantastischen See. Und nun geht es zurück. Ja, vom Schlosspark und vom Obelisken geht es jetzt hier in diese Richtung zur Katakombe. Die Katakombe ist ein symbolisches Grabmonument. Als Andenken an geliebte Verwandte, Freunde und treue Diener. Im Kupferstich ist hier zu lesen: O ihr, deren Asche hier vermischt liegt, geliebte Verwandte, bewährte Freunde, treue Diener. Eurem Andenken weihe ich dieses Denkmal. Der Tod achtet weder Stand noch Geschlecht und Alter, und wer viel Verlust überlebt hat, behält nichts als den süßen Trost der Erinnerung übrig. Wanderer, wer du auch bist, vergieß bei diesem Denkmal einige Tränen. Gibt es wohl ein Herz, welches nicht den Verlust eines geliebten Gegenstandes betrauert oder welches nicht daran denkt, dass einst die finstere Traurigkeit des Todesschleiers es verhüllen werde? Heinrich 1790. Vom Schloss aus geht es vorbei an Cafés hin zum Stadthafen. Hier finde ich eine komplette Infrastruktur. Ganz gleich ob mit dem Hausboot oder mit dem Dampfer. Von hier aus macht man sicherlich eine schicke Tour über die Mecklenburger Seenplatte. Das war es jetzt hier im Schlossgarten. Jetzt geht es weiter zum Eisenbahnmuseum und zur Kanustation. Und euch nehme ich mit. Ja, kleines, aber sehr interessantes Eisenbahnmuseum. Eintrittspreis, ja gut, wer möchte, kann eine Spende dort hinterlassen. Ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Gar nicht weit weg vom Eisenbahnmuseum, vielleicht 6 Minuten mit dem Auto, haben wir dann hier Berger Tours, Kanuverleih am Rhein. Also ich habe mir das sagen lassen, soll richtig toll sein. Adresse ist hier am Hellsee. Ja, schauen wir mal. So, und hier sind wir am Rhein. Gucken wir uns mal an. Kanustation, und hier stehen sogar schöne Ferienhäuser, so eine Art Bauwagen umgestaltet. Und wir gehen hier auch mal rein. So sieht das hier aus. Die Übernachtung mit Frühstück hatte ich mich mal erkundigt. Ungefähr was um die 27 €. So sieht das aus hier. Ja, herrlich, das ist schon mal der Eingang. Also man muss auch nicht mal mit Zelt anreisen oder sonst dergleichen. Wer eine Kanutour möchte, der kann auch hier übernachten, nimmt seinen Rucksack mit, übernachtet hier. Hier sind 2 Betten
Das ist richtig klasse, ausreichend. Und wie gesagt, das ist hier auch mit Frühstück, so wird es jedenfalls angeboten. Ja, also hervorragend. Wer Outdoor mag und nicht bei Natur sein möchte und nicht unbedingt den Komfort haben muss, ist hier richtig gut aufgehoben. Ja, und so sieht das hier draußen aus. Für die Kanutour. So, und das ist hier das kleine Gewässer, wo alle Boote eingesetzt werden. Also die Tour ist auch richtig groß. Ich lese noch mal eine Karte. So sieht das aus, Information für das Wasserwandern, so nennt sich das. So schaut das aus. Wenn der Wasserstand in Ordnung ist, der Pegelstand, dann kann man hier durchaus fahren. Vom 15.06. bis zum 31.10. ist das gute Gewässerchen hier befahrbar. Da gibt es noch diverse Infos zur Natur, Standort, dann natürlich auch die Befahrungsregeln. Ja, kann sich jeder nochmal im Vorfeld informieren. Hier werden die Boote eingesetzt, das ist richtig prima. Sieht gar nicht mal so groß aus, aber hat was. Ich habe mich hier umgesehen. Ja, ist mein Ding, ich mag sowas. Schön. Ich werde sehen, dass ich euch die Adresse unter dem Video wie immer hier verlinke. Dann könnt ihr hier auch selbst einmal anrufen. Da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der das genauso toll findet. Ja, ich sag mal, besser geht es gar nicht. Vor allen Dingen Übernachtung mit Frühstück an Bord. Also das ist richtig herrlich. Fleckensechlin wurde 1237 gegründet. Hier wurde durch den Klosterhof Landwirtschaft und Weinanbau betrieben. Auch die Kurfürsten aus Brandenburg residierten hier. So zum Beispiel Joachim II., Kurprinz ab 1535. Auch sein Sohn Johann Georg, ebenfalls Kurfürst, lebte hier. Viel später dann sollte Friedrich II. Fleckensechlin erhalten, hatte aber auf Wunsch seines Vaters Rheinsberg bekommen. Ebenfalls lebte der für seine fotografische Malkunst bekannte Maler Eduard Gärtner bis 1877 hier. Unter anderem malte er für die Zarin und Wilhelm III. Übrigens, der Name Fleckensechlin findet seinen Ursprung im Slawischen Sychalin und bedeutet Ort an zwei Seen. Flecken heißt Minnestadt. Diese Orte hatten zwar das Marktrecht, jedoch nicht das volle Stadtrecht. Auch zogen hier in dieser Gegend die Glashütten umher, um Glas herzustellen. Die Einfuhr von Glas war zu damaligen Zeiten teuer. Holz und Sand gab es hier genug, also stellte man eigenes Glas her. Eine sehr schöne, etwa 2,5 Kilometer lange Wanderroute entlang der beiden Seen mit vielen Rastplätzen ist ein Muss für jeden Naturliebhaber. Kleinzerlangen ist ein Ortsteil der Stadt Rheinsberg und liegt im äußersten Norden von Brandenburg. Von Rheinsberg bis Kleinzerlangen sind es ca. 14 Kilometer. Den Ort stelle ich euch auch noch mal ganz kurz vor, weil er zu Rheinsberg gehört. Um das nochmal auf der Karte zu sehen. Ja, soll auf alle Fälle sehr schön sein. Ich war noch mal bei der Touristikinformation. Genau das ist der Grund, warum ich jetzt hier noch einmal für euch unterwegs bin. Auch für diesen Ort waren die Slawen Namensgeber. Bekannt damals als Lütken Schalank.
Schar bedeutet Graben, der durch eine Niederung, Lanke, fließt. Ruhig gelegen, der Ort hat auf alle Fälle etwas Malerisches. Ja, viele Seen sind miteinander verbunden, landschaftlich wirklich schön. So sieht das hier aus. Kleiner beschaulicher Ort. Ja, so ein bisschen abseits gelegen. Das ist hier die Marina, sehr gut besucht. Da gehen wir auch nochmal lang. Das ist nochmal hier ein kurzer Überblick, so sieht das aus. Ja, schauen wir mal, was hier auf dem Gelände ist. Marina Wolfsbruch, Rheinsberg, dazugehörig zu Klein-Zellang. Ja, das ist hier auch interessant. Hausboot. Jetzt für die Sommersaison. Eine Woche 1590 Euro. Die Aufteilung ist richtig schick, ja. Ja, das Richtige für einen Urlaub, möchte ich meinen. Hier, wo wir unsere Tour gestartet haben, endet unser Besuch in Rheinsberg. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ich würde mich freuen. Also bis dahin, lasst die Haare wehen. Ciao. Rheinsberg hat ein wunderbares Schloss. Das schauen wir uns gemeinsam an. Ein, zwei Orte, die zu Rheinsberg gehören, werden wir auch noch besuchen. Insgesamt sind es 17 Orte, die so besessen werden. Weiter Versuch.